Gestern noch an jeder Straßenecke, heute komplett verschwunden. Es gibt Fahrzeuge, Oldtimer, die nicht zu Oldtimern werden, ganz einfach, weil keine übrig bleiben, weil sie aussterben. Über die Gründe wollen wir hier sprechen bei der roten Liste der Allerweltsautos. Wenn man vor so einem Fiat 1500 aus den frühen 60er Jahren steht, dann fühlt man sich tatsächlich wie ein Autoverkäufer aus der Zeit, weil das ist eine kompakte Limousine voller Superlative. Wir haben hier Doppelscheinwerfer wie an den Ferraris dieser Zeit. Das war damals ja keineswegs selbstverständlich. Wir haben einen 80 PS Motor. Wir haben serienmäßig 4 Türen. Wir haben das Trapezformdesign der frühen 60er Jahre, das damals so aktuell ist. Vor allen Dingen haben wir ein Auto mit ganz feiner Lenkung, tollem Fahrwerk, trotz der Lenkradschaltung, einer präzisen, agilen Schaltung und mit wirklich sportlichen Fahrleistungen und tollem Handling. Das heißt, das war wirklich damals ein hervorragendes Auto, günstig, sportlich, vital, vergnüglich und noch nicht mal teuer. Wie kommt es, dass so ein Typ komplett ausstirbt? Wir hatten in Deutschland ungefähr 80.000 davon. Das war damals ein großer Erfolg. Der Fiat 1300 und 1500 war eins der erfolgreichsten Importautos dieser Zeit. Aber er war auch eines, das einfach nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Das heißt, alle 4 Kotflügel komplett verschweißt. Kleiner Treffer, kleine Rostreparatur, große Reparaturkosten. Und dann war es einfach auch ein Charakteristikum, dass dieses Auto nicht für die deutschen Winter gebaut war. Das heißt, der Motor wurde im Winter nie wirklich warm, hat nicht lange gehalten, dann kam ein Tauschmotor und dann war natürlich auch dieses Design relativ schnell am Ende der Attraktivität, weil es einfach aus der Mode geriet und nach 6 oder 7 Jahren sind diese Autos alle weggeworfen worden. Und hier haben wir einen der wirklich seltenen Überlebenden, ein Fahrzeug, das hier in Norddeutschland in liebende Hände gekommen ist, bei jemandem, der entgegen des Marktwerts und entgegen jeder wirtschaftlichen Vernunft investiert hat, gerade den Motor komplett überholt hat. Fiat 1500, das ist der Lizenzbau von Steyr in Österreich und tatsächlich war dieses Auto zu dieser Zeit auch schon ein echtes Weltauto gewesen. Der wurde nicht nur in Italien gebaut, der wurde auch in Österreich gebaut. Der war als Zastava in Jugoslawien bis in die 70er Jahre sehr populär und nimmt heute im historischen Rennsport in Argentinien, wo er auch produziert wurde, mit großem Erfolg immer noch an Rennen teil. Wir haben hier ein Charakterauto, das wirklich weit unter Wert gehandelt wird heute leider, aber man muss natürlich erst mal einen finden. Über 20 Millionen Käfer haben unsere Welt bevölkert. Und in Deutschland ist natürlich der Käfer noch immer einer der populärsten Oldtimer, mit einer Ausnahme. Es gibt einen, den es fast nicht mehr gibt. Und das ist der VW 1302, der sogenannte Superkäfer aus den frühen 70er Jahren, der damals nur 2 Jahre gebaut worden ist und der dafür gesorgt hat, dass in Wolfsburg Teile der Entwicklungsmannschaft und des Vorstands ausgetauscht wurden. Das war eine unrühmliche Geschichte von einer schnellen Entwicklung. Warum? Der 1302 war damals der Käfer, der Trunksucht erlegen war. Und die frühen Modelle 1970 machten Schlagzeilen wie Konsumterror, weil sie im Stadtverkehr 13, 14, 15 Liter verbraucht haben, was auch für die großzügigen Verhältnisse der 70er Jahre schockierend war. 1972 kam dann der 1303 mit der Panoramascheibe, mit dem neuen Armaturenbrett und hat dafür gesorgt, dass der 1302 einfach auf den Gebrauchtwagenhöfen der Republik eine Standuhr war. Ab und an begegnet er uns heute noch als Cabriolet, als Limousine hingegen, als ganz normaler Käfer wie hier, ohne L-Paket, mit den schönen Pepita-Polstern, mit Halbautomatik, im ersten Lack, in makellosem Zustand, ist er praktisch weg vom Fenster, was sehr bedauerlich ist, weil auch so ein 1302 mit seinem Fahrwerk und mit der 50 PS Maschine ist ein gut liegendes und vergnügliches Auto. Es weiß nur keiner, weil solche Exemplare sind weg. Die Linie der Vernunft war es gewesen, die Ford Anfang der 60er Jahre in Deutschland richtig groß gemacht hat. Die Linie der Vernunft, das war die Badewanne mit ihrem grafisch reduzierten Design, wirklich ein Designerauto der damaligen Zeit. Und das war, was Ford 1967 gebracht hat, die Linie der Unvernunft. Der Ford P7a, hier als 17M Hardtop-Coupé, ein breites, ein langes Auto, ein stilistisch überladenes Auto, wirklich
ein geschrumpfter Amerikaner und ein Auto, das komplett am deutschen Geschmack vorbeigefahren ist. Das hat es auch tatsächlich nur knapp ein Jahr gegeben. Hier der Hüftschwung, der damals ja eigentlich ein modisches Detail war, den hat man Kummerfalte genannt, weil dieses Auto wirklich wie Blei bei den Händlern stand. Und das galt für die Neuwagen. Für die Gebrauchtwagen galt es natürlich umso mehr, weil der Ford P7a, als dann das Nachfolgemodell P7b kam, mit einem viel harmonischeren Design, absolut unverkäuflich war. Und hier haben wir die Ausnahme von der Regel, nämlich wirklich ein makelloses Auto, das erst vor kurzem aus erster Hand zu einem Sammler gewechselt ist. Aus erster Hand wahrscheinlich deshalb, weil das damals auch schon ein unglücklicher Erstbesitzer war, der die Karre nicht mehr los wurde. Das ist heute unser Glück, wir können ihn zeigen. Der hier trägt noch den Schmutz der Straße, den haben wir heute nicht gewaschen, die Zeit hat nicht gereicht. Das hängt damit zusammen, dass ich mit dem tatsächlich heute früh morgens bei Tau und Tag aus Hamburg angereist bin. Der Citroën BX aus den frühen 90er Jahren, heute eine absolute Rarität, damals auch kein häufiges Auto. Wenn man ihn heute fährt, fragt man sich warum. Toller Federungskomfort, fluffig bequeme Sitze, hervorragender gerader Auslauf, gutes Handling, sparsam ist er auch. Der macht richtig Spaß und kostet nicht viel Geld. Man könnte ihn kaufen für unter 3.000 €. Aber das ist natürlich immer das Schicksal des BX gewesen. Der war einer der letzten echten Mittelklasse-Citroën. Wirklich ein geniales Auto, ein schrulliges, ein individuelles Auto. Ein Wagen, das wirklich die Menschen glücklich gemacht hat, als Querdenker noch kein Schimpfwort war, sondern eine Auszeichnung. Auch die Zeit hat sich natürlich geändert. Heute muss man sagen, die Menschen hatten einfach Angst vor dem Citroën, hatten Angst vor der Verarbeitung und hatten vor allem Angst vor der Hydropneumatik und den Federkugeln. Und Angst vor dem Totalkollaps des Wagens. Also eine relativ irrationale Entscheidung. Heute muss ich sagen, für Youngtimer-Liebhaber erste Wahl.